Ich freue mich auf den Tag, wo wir 100%ig den Namen wieder wissen dürfen und dürfen ihn so ansprechen, wie er es von uns möchte. Miteinander. Ich bin's Anni und mit mir sind heute wieder meine zwei Töchter. Tonja liest uns aus ihrem Notizbuch zum Schöpferkalender vor und Vida ist am Filmen. Heute ist ein Werktag und wir sind fleissig in den letzten Wochen und Vorbereitungen vom 3. Neumondtag. Weil wir hier eine Hochzeit feiern, haben wir dann keine Zeit, ein Podcast zu machen. Darum machen wir eins heute. Wir sind heute im Schöpferkalender in der 4. und letzten Woche im 2. Monat. Und in 2 Monaten sind wir dann in der 4. und letzten Woche im 4. Monat. Dann werden wir wieder campieren. Zum Sommerfest bringen wir dann 2 luftige Weizenbrot mit und trinken viel Wasser. In Israel haben sie dann schon wieder neue, süße Wein. Bei uns aber sind die Trauben dann noch sauer. Und weil sie saure, unreife Trauben gegessen haben ihre Kinder stumpfe Zähne bekommen. So lesen wir im Hesekiel, Kapitel 18, Vers 2. Der Vers hat mir schon zu denken gegeben. Was bedeutet denn das? Warum haben ihre Kinder stumpfe Zähne bekommen? Ja, weil sie saure Trauben gegessen haben. Es ist tatsächlich so. Im Moment sind auch Trauben in Israel noch unreif. Es ist noch nicht Zeit, das Pfingstfest zu feiern. Und auch der Sommerweizen braucht noch weitere 50 Tage, bis er ganz ausgereift ist. Also wird das Fest Shavuot, Pfingsten, an einem falschen Datum gefeiert. Nämlich 50 Tage zu früh. Du sollst nämlich nicht nur 7 Wochen vom Babyopfer im Frühling abzählen, sondern zusätzlich noch 50 Tage. Das bringt dich in die letzte Woche im 4. Monat. Und da sind in Israel dann auch Trauben reif. Wir aber werden erst im Herbstfest neuen Traubensaft trinken. Jetzt aber zum Thema. Wir haben 2 Kapitel im Notizbuch, wo wir möchten anschauen. Das Zeugnis und sein Name. Zuerst lesen wir über das Zeugnis auf der Seite 43 im hebräischen Buchstaben das Nun. Zum Nun möchte ich noch etwas sagen. Es hat den Zahlenwert 50. Zeigt auch aufs Pfingstfest. Interessant. Du sollst nämlich 7 Wochen und 50 Tage abzählen und dann 2 luftige Brot vom neuen Weizen zum Fest bringen und süßen Saft von der neuen Trauben stampfen. Nun zeigt auf eine Schlange. Moses Stab hat sich in Nachasch, eine Schlange, verwandelt. Und seine Schlange hat die falschen Schlangen, Naba, von diesen Prophezeiungen von den Zauberern aufgefressen. Wir aber haben ewiges Nachasch, bedeutet auch Leben, empfangen. Jahuscha hat nämlich den Kopf von dieser Schlange zertreten. Er hat das am Kreuz von Golgatha für uns da und ist im 100. Jubeljahr Nathan Chen hat er
Gnade geben. Und noch heute, ja, bewacht seine Gesetze. Die Bundeslade mit den 2 Seraphim auf dem Deckel, mit Nier, Führungen, Noga, leuchtenden, Karan, erhellten, Nezim, funkelnden Gestalten. Also, lesen wir jetzt auf der Seite 43 aus dem Notizbuch die 10 Gebote und das Zeugnis Jeschuas. Yeshua, Jesus, please tell me your name. Yahweh or God, does it really mean the same? To know you means to love you, and I would like to do all the way, yes, all the way you want me to. Wenn mich jemand fragt, wie würde ich Gott nennen? Oder was bedeutet es für mich, seinen Namen zu kennen? Dann würde ich antworten, zu wissen, wie Gott von uns möchte angebetet werden, würde für mich bedeuten, seinen Namen zu kennen. Gott anbeten. Durch das Halten des Sabbats und das Feiern der Feste lernen wir seine Gebote halten und werden als Braut reifen. Johannes 5,23 Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Johannes 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Im Büchlein haben wir unten dran die 10 Gebote aufgezeichnet, auf 2 Tafeln. Passt auch zum Sommerfest. In dieser Zeit hat der Mose vor vielen, vielen Jahren die 10 Gebote mündlich vom Schöpfer bekommen und sie nachher aufgeschrieben. Und erst nachher ist er auf den Berg für weitere 40 Tage und hat sie dann auch als Steintafel dürfen in Empfang nehmen. Die 10 Gebote sind häufig auch ein Thema mit den Kindern. Da reden wir viel drüber. Wir haben auch schon ganz herzige kleine Geburtstafeln gebastelt. Haben wir auch mal an einem Schawott gemacht. Und dann haben wir eben darüber geredet, über die 10 Gebote. Und wir haben dann mal als Aufgabe ausgearbeitet, wie wir die 10 Gebote, wo ja immer heisst, du sollst nicht oder du sollst, wie wir die könnten umformulieren in ich will. Und die Antworten, die ich jetzt vorlese, sind da dabei ausgearbeitet worden. Ich will Gott anbeten. Ich will keine anderen Götter anbeten. Ich will meinen Gott loben und nur die Wahrheit über ihn reden. Ich will am Sabbat ruhen. Ich will zu seinem Volk gehören. Ich will das Leben mehren. Ich will treu sein. Ich will teilen. Ich will die Wahrheit sagen. Ich freue mich, dass es meinem Nächsten gut geht. Hesekiel 20, 19-20 Ich bin der Herr, euer Gott, lebt in meinen Ordnungen und bewahrt meine Rechtsbestimmungen und tut sie. Und heiligt meine Sabbate, sie sollen zum Zeichen sein zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Johannes 14, 15-17
Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Sprüche 1,23 Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist in euch sprudeln lassen, will euch kundtun meine Worte. Johannes 4,21 Es kommt aber die Stunde, und sie ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. 1. Johannes 5,1-5 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Offenbarung 14,6-7 und 14,12 Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu bewahren. Gut, jetzt kommen wir schon zum zweiten Teil. Auf der Suche nach seinem Namen. Auch dazu haben wir einige Bibelstellen gefunden, aber mit welchem Namen würden wir ihn ansprechen? Ist es je nach Bedürfnis ein Name, der uns seinen Charakter beweist? Er hat viele Namen, aber aha. Darum sagen wir, aha, ja ist sein Name. In Deutsch ist das Wort ja eine Zusage. Ich sage ja zu ihm, der Yahusha meine Rettung ist. Was meinst du dazu? Ich hätte gedacht, vielleicht könntest Toni oder Vida zuerst, wie sie wollen, etwas dazu sagen, was sie gerade so bewegt zum Namen oder etwas, was sie erlebt haben. Darf ich es gerade dir geben, Vida? Zuerst. Dann probier mal. Achtung, jetzt musst du ein bisschen auf die Seite noch Ja, gern. Andere Seite. Möchtest du bitte? Ja, bitte. Ja, jetzt sehen wir sie auch mal auf dem Bild. Also ich fühle mich wesentlich wohler hinten auf der Kamera. Schau, jetzt hat auch Socken dabei. Ja. Also, wo ich Jesus kennengelernt habe, oder Gott, hat mir gesagt, Gott heisst Jesus oder Jesus. Und dann habe ich irgendwie einen Durcheinander gehabt, weil plötzlich habe ich gemerkt, oh, Gott hat ja mehrere Namen. Oder dann heisst es plötzlich Jesus und Jeshua und dann heisst er Adonai und oh Gott, wie heisst er denn überhaupt? Und ich habe es irgendwie in meinem Kopf irgendwie ordnen. Und irgendwann habe ich festgestellt, es sind eigentlich so wie ganz viele verschiedene Socken. Und man kann nicht jeden Tag die gleichen Socken anlegen. Manchmal muss man die ein bisschen wechseln. Im Winter
brauche ich einen warmen Socken. Ein bisschen wolligen, habe ich sehr gerne. Und im Sommer habe ich lieber einen leichten und einen dünnen. Und ich habe dann einfach irgendwann Gott gefragt, Gott, wie soll ich dir denn jetzt sagen? Soll ich dich Jesus nennen, wo ich gelernt habe in Amerika, oder Jesus, oder Jeshua, oder Adonai, oder Jahwe? Ich habe es einfach nicht gewusst. Und dann habe ich gebetet und gesagt, weißt du was, keine Ahnung, sag doch du mir, wie du genannt werden willst. Und dann habe ich einen Vortrag müssen halten und eine Kindergeschichte vorlesen. Die ist mir zugeteilt worden und dort war der Name drin, El Shaddai. Und Toni hat mir dann später mal gesagt, was der Name alles bedeutet. Das darf sie dann nachher sagen. Und das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe immer Gott, für mich war immer Gott so der Vater. So der Papi, wo ich jederzeit gehen kann. Und was ich aber gebraucht habe, ist jemand, der gross und stark ist. Und nicht nur ein liebes Päppeli, sondern auch noch ein bisschen durchgreift. Und auch Sachen mal zu Ende bringt, aber der allmächtig ist. Und das ist, glaube ich, der Name, oder eben der Socken, wo ich dann gebraucht habe. Und ich glaube, es lohnt sich nicht, darüber zu streiten, wie er heisst. Weil Gott weiss ganz genau, wenn wir zu ihm reden. Und er weiss, welchen Namen das wir vielleicht brauchen. Das ist meine Sockengeschichte. And they know him by name, even though they can't spell. Yes, all the way, yes, all the way, they follow him as well. Yeshua, Jesus, please tell me your name. Yahweh or God, does it really mean the same? To know you means to love you, and I would like to do all the way, yes, all the way you want me to. Guess I'm small, but I'm strong enough to stand tall. Though I'm shy, I'm willing to try. And while you're by my side, it would get an easy ride. So while you're by my side, I will be even able to fly. Du hast etwas herausgefunden über den Namen El Shaddai. Kannst du dir jetzt das so spontan holen, was das soll bedeuten? Weil das Hebräische hat ja immer eine Bedeutung. Alles hat eine Bedeutung im Hebräischen. Jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Ich glaube auch El Shaddai hat so viel mehr dahinter, als man könnte in 2-3 Wörter fassen. Ich kann höchstens etwas rauspicken, wenn ich sage, wo mir jetzt so spontan in den Sinn kommt zu El Shaddai, der grosse Versorger. Der uns versorgt, wäre so das, was ich mit El Shaddai in Verbindung bringe. Aber ich glaube, eben, da kann ich unmöglich den Socken im Detail so auseinandernehmen. Habe ihn nicht gelesen. Okay. Ja, mir kommt im Moment irgendwie zum Namen nicht so viel Fröhliches in den Sinn. Ich bin irgendwie... Ich empfinde es fast als Fluch, dass wir nicht wissen, wie er heisst. Weil wenn wir es wüssten und einfach könnten drauf lossingen, oder? Das wäre so befreiend. Ich würde es so gerne so machen, wie er es von uns will. Und wenn ich es wüsste
ich würde es unbedingt so machen. Aber er hat da einfach einen grossen Platzhalter gelassen. Er lässt sich nicht einfach in so einen Namen einsperren. Oder hat sein Volk mal gewusst? Das heisst auch, sein Volk sei nach ihm benannt. Und im Jeremia habe ich auch gelesen, dass Gott den Namen weggenommen hat. Dass er eben, weil sie in seinem Namen geschworen haben, aber nicht nach dem gelebt haben, was er von ihnen wollte, weil sie die Gebote nicht gehalten haben, weil sie den Tempeldienst nicht so ausgeführt haben, wie er es wollte, und weil sie auch in ihrem Herzen nicht sich nach ihm ausgerichtet haben und in seinem Namen geschworen haben, hat er es ihnen weggenommen. Und ich glaube, dieser Fluch lastet immer noch auf uns. Er hat ihn uns missbraucht. Den Namen missbraucht. Wäre eines der Gebote, dass man das nicht darf. Ja. Und es dunkelt mich ähnlich wie der wahre Sabbat. Auch der ist uns genommen worden. Aber wir haben ihn ja wieder gefunden. Und das heisst, er führt uns in alle Worte. Also gibt es doch Hoffnung, dass wir den Namen herausfinden dürfen. Aha. Auf der Suche nach, ja, das ist da. Samech. Samech, ja. Genau. Ich sage nachher noch etwas zu dem. Gut. Aber tun wir doch zuerst mal lesen, was wir da im Notizbuch finden zum Namen. Soll ich ein bisschen lesen oder willst du wieder? Lies doch du noch mal. Ich habe noch etwas. Okay. Etwas, das ich loswerden muss. Sag's noch. Wo mich eben auch noch traurig macht. Ich habe einmal im Internet recherchiert über die Konzile, wo so in der Kirchengeschichte. Und man findet detaillierte Auflistungen, was an welchem Konzil entschieden worden ist. Und bei einem steht, dass die Trinity, die Dreieinigkeit, dass das durchgesetzt worden ist, dass das jetzt fest entschlossen ist, dass Jesus, Gott Vater, Jesus Sohn und Geist als Dreieinigkeit fixiert sei, dass das jetzt durchgesetzt sei. Und es ist eigentlich eine schöne und eine gute Sache, ein schöner Gedanke, weil für mich ist auch, Jesus ist Gott für mich. Das weiß ich mit Überzeugung. Aber mich jetzt, als ich das gelesen habe ich gemerkt, dass sie in dem, dass sie das dort fixiert haben sie es eigentlich in 3 Teile geschnitten. Weil nachher haben sie es recht gehabt, in den Übersetzungen überall zu entscheiden, nehmen wir jetzt da Gott Sohn, also Gottes Sohn, oder nehmen wir da Gott Vater. Die haben sie nachher wie das Recht gehabt, das immer so zu übersetzen, weil sie ja klargestellt haben, dass es eins ist. Und so haben sie es eigentlich auseinandergeschnitten. Und das tut mir manchmal wirklich in der Seele weh, wenn ich das so lese, weil wenn ich im Johannesbrief lese oder im Johannes, er dokumentiert, dass Jesus von sich selber immer als Menschensohn geredet hat. Gott, Menschensohn. Also Gott als Mensch und dann kürzt man das auf Gottes Sohn und das irgendwie tut mir das weh. Ich freue mich auf den Tag, wo wir 100%ig den Namen wieder dürfen wissen und dürfen ihn so ansprechen, wie er es von uns möchte. Ja, vielleicht ist es eine Dialektfrage und vielleicht freut er sich auch, wenn da ihm einen hübschen Kosenamen gibt, weil er von Herzen kommt. Ja, ich freue mich auf den Tag. Es wird wieder vorkommen, weil er wird uns in alle Worte führen. Genau, das wollte ich noch schnell loswerden. Gut. Auf der Suche nach seinem Namen. Jesaja 9,5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesaja 11, 1-9. Doch aus dem Baumstumpf Ischais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb, aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn ruht auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis
und der Furcht des Herrn, und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er richtet nicht nach dem Augenschein, und nach dem Hörensagen entscheidet er nicht, sondern er richtet die Geringen in Gerechtigkeit und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt das Land mit dem Stock seines Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften und die Treue der Gürtel um seine Lenden. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen. Ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und Bärin nähren sich zusammen. Ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser des Meeres bedecken. Psalm 2, 1-12. Warum toben die Völker, warum ersinnen die Nationen nichtige Pläne? Die Könige der Erde stehen auf, die Großen tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Fesseln zerreißen und von uns werfen ihre Stricke. Er, der im Himmel thront, lacht, der Herr verspottet sie. Dann spricht er in seinem Zorn zu ihnen, in seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich selber habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Den Beschluss des Herrn will ich euch kundtun. Er sprach zu mir, mein Sohn bist du, ich selber habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich gebe dir die Völker zum Erbe und zum Eigentum die Enden der Erde. Du wirst sie zerschlagen mit eisernem Stab, wie Krüge aus Ton wirst du sie zertrümmern. Nun, denn ihr Könige, kommt zur Einsicht, lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Mit Furcht dient dem Herrn, jubelt ihm zu mit Beben, küsst den Sohn, damit er nicht erzürnt und euer Weg sich nicht verliert. Denn wenig nur und sein Zorn ist entbrannt. Selig alle, die bei ihm sich bergen. Mögen wir noch? Hesekiel 9,4. Der Herr sagt zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und schreib ein Tab auf die Stirn der Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräueltaten, die in ihr begangen werden. Hesekiel 20,20. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie seien ein Zeichen zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Offenbarung 14, 1-3. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und bei ihm waren 144.000. Auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben. Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel her, die dem Rauschen von Wassermassen und den Rollen eines gewaltigen Donners glich. Die Stimme, die ich hörte, war wie der Klang der Harfe, die ein Harfenspieler schlägt. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 Lebewesen und vor den Ältesten, aber niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde weg freigekauft sind. Apostelgeschichte 2, 20-24. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche Tag, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Israeliten, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, den von Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wundern und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat. Wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Und da steht noch, Wie ruft ein Schaf den Namen von seinem Hirt? Genau. Also, das wäre es heute gewesen. Ich werde noch etwas sagen zum Samek. Das ist in dem Kapitel, wo wir jetzt auch noch gelesen haben. Und das ist Zahlenwert Nummer 60. Ich tue es jetzt gerade so ablesen, wie ich es da, weil das geht mir einfacher. Weil ich tue immer die hebräischen und nachher gerade in Deutsch übersetzen. Dass man einfach die Sprache auch ein bisschen ins Ohr bekommt. dass wir das Lied dürfen lernen. Vielleicht, ja, genau. Die Sprache wieder dürfen lernen. Ja. Ich habe das übrigens rausgenommen von einer Künstlerin, die wohnt in Süden Kalifornien und sie bespricht das mit einem älteren Herr und zeichnet die Buchstaben aus in Sand rein oder in Schnee rein. Das können wir ja auch mal probieren, so mit den Kindern probieren, die Buchstaben anzuzeichnen. Und wenn dich das interessiert, kannst du nachschauen im YouTube. Also es ist Original Hebrew heisst und es ist halt in Englisch. Ich habe es jetzt einfach ein bisschen in Deutsch übersetzt, also nur einen Teil daraus rausgenommen. Samek in der Nummer 60. Samek, gefangen in Dornen oder festgemacht an einer Fischangel. Samek, befestigt. Auf dem Kopf eines Opfer, Samek, die Hände auflegen und ein Lamm zum Schlachten festhalten. Es bringt uns Chesed, Barmherzigkeit. Jahua hat mit seinem Volk, Jakobs Kinder, ewigen Segen festgemacht. In diesem Opfer Abrahams, eines Widders, zeigt es auf das Kommen der Erlösung im Sohn des Allmächtigen, der uns ewiges Leben verheißt. Der Selah, Fels unserer Rettung. Selah, überleg gut und halte fest an seiner Lehre. Komm in die Sukkah, eine temporäre Hütte des Vaters. Sei geschützt in seinem Frieden. Samek, fest, weil du ihm, El Shaddai, vertraust. Wie ein Baby in der schützenden Armen seiner Mutter an ihrer Brust trinkt, so kommen wir in diese Sukkah des Allmächtigen im Herbstfest. Danke fürs Zuhören und bis bald wieder. Macht's gut. Ade miteinander. Tschüss. Yeshua, Jesus, please tell me your name. Yahweh or God, does it really mean the same? To know you means to love you, and I would like to do all the way, yes, all the way you want
sheep, spell the name of the shepherd is not able to read or to write him a letter, but it has ears to hear and eyes to see. And they know him by name, even though they can't spell. Yes, all the way, yes, all the way, they follow him as well. Yeshua, Jesus, please tell me your name. Yahweh or God, does it really mean the same? To know you means to love you, and I would like to do all the way, yes, all the way you want me to. Guess I'm small, but I'm strong enough to stand tall. Though I'm shy, I'm willing to try, and while you're by my side, it would get an easy ride. Say, while you're by my side, I will be even able to fly.